Herzlich willkommen, Karin. Heute zu dem zweiten Teil dieses Themas Adoption. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, was denn so jemand quasi, der sich auf den Weg macht, so erlebt und erfährt, ne? Und welche Themen auftauchen und wie das so ist. Du hast ja auch vieles davon selbst gelebt, wie wir beim letzten Teil des Interviews schon gehört haben. Bin bei vielen bestimmt immer noch dabei. Ja, du bist noch dabei, genau. Ne? Wir wollen, ich bin einfach mal neugierig, ne? So jeder Mensch hat seine Themen, jeder hat seine Probleme, ja? Aber wir haben es ja schon mal angesprochen, Menschen, die adoptiert worden sind, haben noch mal ganz eigene, ne? Oder? Kann man das so Oder sagen? eigene Ausprägungen zumindest. Ja, oder Ausprägungen, die immer wieder mal auftauchen. Genau. Willst du da mal ein paar Beispiele sagen? Ja. Also auf eins bin ich beim letzten Gespräch schon mal eingegangen und das ist das Thema Verlust und Trauer. Man hört tatsächlich von vielen Adoptierten, dass sie sagen, sie tragen immer so eine gewisse Traurigkeit in sich. Die ist gar nicht gerichtet unbedingt, die ist nicht unbedingt an besonderen Anlässen festgemacht. Die kommt vielleicht zu bestimmten Anlässen besonders hoch und wird besonders spürbar. Aber viele berichten von sich, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, sie haben immer so eine Trauer mit sich rumgetragen. Und erst wenn sie mit dieser Brille von, was ist mir eigentlich in meinem Leben passiert, da drauf schauen, erklärt sich das oft. Dass natürlich eine Trauer da ist, wenn ich jemanden verloren habe, der mir ja zu meinem Lebensbeginn eigentlich so wichtig ist. Aber es und wurde mein nicht Überleben gesehen, sichert. ne? Genau, es wurde nicht gesehen, ganz im Gegenteil. Es ist ja oft so, dass dann die Ankunft in der Adoptivfamilie, dass da ganz andere Gefühle vorherrschen. Verständlicherweise, da ist dann Freude und Glück und Glückseligkeit und endlich die Hoffnung erfüllt und so. Also das ist ganz viel Positives und diese negative Emotion, die dann das Baby vielleicht hätte, die erfährt keine Spiegelung. Ja. Man sagt ja oft, es gibt manchmal den Vergleich, das ist so ein bisschen wie wenn die Mutter bei der Geburt gestorben ist. Das stimmt für das Erleben des Babys sicherlich, allerdings ist dann im Außen, die Trauer wird gespiegelt, weil dann der Vater vielleicht des Babys ja auch seine Frau verloren hat und der hat ja die gleiche Trauer und die ganze Familie hat die auch, das Umfeld hat die. Und das wirkt aufs Kind. Und ja. Kinder erfahren sich ja am Anfang durch das, was im Außen passiert, die haben noch kein Gefühl für ich und mein Gefühl, sondern die erfahren sich durch Spiegelung. Und wenn diese Spiegelung wegfällt, dann entsteht im Zweifelsfall das Nächste, was dann ein wichtiges Thema ist. Und das ist das Gefühl von ich bin nicht richtig, also Scham. So, Scham ist so ein ganz grundlegendes Gefühl, was da ganz oft eine Rolle spielt, weil viele Adoptierte das Gefühl haben, sie sind nicht richtig. Und das speist sich aus verschiedenen Quellen natürlich. Also zum einen aus dieser fehlenden Resonanz für die ersten Gefühle, die vielleicht so da waren. Also was ich fühle, kann ja nicht richtig sein, dann bin ich also offensichtlich falsch. Und natürlich daraus, dass irgendwann das Kind ja begreift, ne, wenn es älter wird, also irgendwie wollte man mich ja nicht. Also man hat mich abgegeben. Ja, man wollte mich nicht, hat mich abgegeben. Genau. Und das hat einen emotionalen Ausdruck dann, kriegt es. Und das könnte Scham sein. Genau. Und also Kinder tendieren ja immer dazu, alles auf sich zu beziehen und davon auszugehen, dass sie selber Ursache für die Dinge sind, die in ihrem Umfeld passieren. Also ist die erste naheliegende Schlussfolgerung natürlich zu sagen, es muss wohl was mit mir nicht stimmen. Also wenn meine Mama mich nicht wollte und mich weggegeben hat, dann muss wohl was mit ihr verkehrt sein. Ja, und damit entsteht ja auch schon so ein Glaubenssystem. Ja? Also das ist ja dann schon der mentale Aspekt. Ja? Entsteht ein Glaubenssystem, das sich oft dann in der Welt widerspiegelt, oder? Genau. Ja, genau. Und das ist natürlich dann auch so, dass ganz große Ängste vor dem Verlassenwerden entstehen. Das haben viele Adoptierte haben diese ganz große Angst vor Verlassenwerden und nehmen selbst feinste erste Signale in irgendwelchen Beziehungen, auch Freundschaften, das müssen jetzt gar keine Partnerschaften sein, in ihrem Umfeld sofort wahr und reagieren da häufig sehr intensiv drauf. Unterschiedlich, manche klammern ganz stark und andere haben mehr so ein vermeidendes Bindungsmuster und sagen, geh doch. Manche reagieren auch so, dass sie lieber zuerst gehen, weil dann können sie ja nicht verlassen werden. Ja, ja, ne? Also die Ausprägungen sind da ganz unterschiedlich. Oder binden sich gar nicht erst richtig. Oder sich gar nicht erst richtig, genau. Also die
Strategien, die sich daraus entwickeln, kennt man natürlich von vielen anderen Menschen auch. Nur die Quelle, aus der die Strategien sich bilden, sind dann vielleicht in dem Fall erklärlich. Ja, Beziehung ist halt natürlich ein großes Thema, ne? Logisch, weil die erste Bindung, die man aufbaut und somit auch die erste Beziehung ist eigentlich die zur eigenen Mutter. So hat die Natur sich das zumindest mal gedacht. Genau. Und wenn das nicht passiert, hat das natürlich ganz viel Einfluss. Und das bedeutet auch, ne, wie ich mich später binde, wird immer gespiegelt an dem, wie ich das gelernt habe. Und es war ja nicht richtig gelernt, sag ich mal. Ne? Genau. Ja. Es war nicht richtig gelernt. Es war vielleicht auch oft so ein Erleben von, ich habe ein ganz hohes Bedürfnis, mich anzupassen. Weil auch da sieht man bei Adoptivkindern häufig so zwei Wege. Die einen sind überangepasst oder extrem angepasst, funktionieren super gut, sind super in der Schule und so. Und die anderen sind von Anfang an eher so auf unangepassten Wegen unterwegs, sind eher im Widerstand, was auch wieder was mit dieser Bindungserfahrung zu tun hat. Die einen versuchen krampfhaft diese Bindung bloß zu behalten und bloß nichts falsch zu machen, damit sie die nicht wieder verlieren, weil das haben sie ja schon mal erlebt, im Gegensatz zu vielen anderen Kindern, die vielleicht auch, bei denen sowas auch mitschwingt, für die ist das aber mehr so eine theoretische Idee. Da wird vielleicht sogar so ein Spruch gemacht in der Familie, wenn du dich nicht benimmst, dann kommst du ins Heim, aber für die ist das so ein theoretischer Gedanke. Für Adoptivkinder war das aber so. Die haben das tatsächlich so erlebt. Und deswegen macht das für die natürlich ist eine ganz andere Qualität in Bedrohung sozusagen. Und dieses Angepasste oder eben dieses bleib mir weg, ich mache mein eigenes Ding, diese Art von Verhalten findet man in Beziehungen halt später auch wieder. Also, genau. weil mein Partner oder meine Partnerin ist ja dann irgendwann, das haben wir ja oft in Beziehungen, das ist ja nicht nur bei Adoptierten so, füllt mein Partner oder meine Partnerin ja erstmal eine Position aus, die sich in meinem Leben so entwickelt hat. Ich habe ja aus einem bestimmten Grund eine Anziehung. Klar, logisch. Und da spielt dieses Thema natürlich bestimmt auch immer mit rein. Genau, und da spielt es halt immer eine Rolle. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es hier auch so einen Heilungsweg oder so einen Ansatz wenigstens gibt, ja, was man da tun kann. Und da ist bestimmt auch auf diesem Weg dahin, also zu sagen, ja, ich möchte mal mit diesen Mustern, die wir gerade irgendwie so besprochen haben, ich will die auf jeden Fall mal, ich sag mal, Heilung ist vielleicht ein starkes Wort, aber ich möchte da hinschauen und das verändern. Was kann man denn tun, um sich auf diesen Weg zu machen? Was gibt es denn da für Aspekte? Ich glaube, es ist gut, erstmal bei sich selber anzufangen und sich selber zu hinterfragen, sich selber zu beobachten und vielleicht auch mit Hilfe von außen, weil man hat ja viele blinde Flecken, wir alle haben die ja, mit Hilfe von außen für sich erstmal ein paar Dinge zu klären. Da sind verschiedene Methoden, also wir können jetzt lange über Methoden reden, das braucht es, glaube ich, nicht. Also es braucht das Wichtigste, was es braucht, und vielleicht brauchen tatsächlich Adoptierte das noch ein kleines bisschen mehr als andere Menschen, die sich auf den Weg machen, ist jemand, dem man wirklich vertraut. Genau. Weil das ist eine große Lücke, die bei ganz vielen Adoptierten einfach da ist, dieses Urvertrauen, da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen oder beim letzten Mal, das fehlt in dieser Ausprägung, wie man das vielleicht im optimalen Fall hätte. Das konnte ja nicht entstehen. Und deswegen ist es erstmal wichtig, jemanden zu finden, wo man wirklich das Gefühl hat, so gut ich das irgend kann, dem vertraue ich. Ja. Und sich dann mit so einem Menschen auf den Weg zu machen und sich zunehmend ein paar Fragen zu stellen. Und auf diesem Weg wird man wahrscheinlich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich irgendwann? Ja, ich denke, aus dieser Frage heraus geschieht auch ganz oft, dass man sich dann zu diesen Wurzeln zurückorientiert, oder? Und sich vielleicht sogar auf den Weg macht, um zu gucken, was ist das? Das hat bestimmt Vor- und Nachteile, oder? Kann man das so sehen? Ja, das stimmt. Das hat große Herausforderungen und der Begriff, den man da eigentlich am meisten liest, wenn man von Adoptierten hört oder liest oder mit denen spricht, über dieses Reunion, also dieses diese Suche nach den Wurzeln und nach der leiblichen Familie, ist das Bild der emotionalen Achterbahn. Oh ja. Und das ist es wirklich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist eine riesengroße, steile, mit Looping und allem dazugehörigen emotionale Achterbahn,
weil ganz viel Hoffnung und Verwirrung und Enttäuschung und das Gefühl gegen die Wand und jetzt doch nochmal woanders lang und so, weil da ganz viel aufeinander kommt. Und weil man sich plötzlich mit Menschen und Themen auseinandersetzen muss und auch Hintergründen und Dinge, die einen ja eigentlich beeinflusst haben auf irgendeinem Weg, auch wenn man den nicht so gut benennen kann, auseinandersetzen muss. Also man kommt plötzlich an Begegnungen, die, oder eben auch nicht, nur an die Hoffnung auf eine Begegnung, die ganz viel mit einem machen. Und da ist bestimmt auch dann noch die Angst vor Ablehnung und nicht angenommen zu werden. Genau, das ist ja eine ganz alte Angst. Und klar, wenn die natürlich dann auf die leibliche Familie, ob jetzt Geschwister oder Onkel oder Tanten oder eben natürlich besonders Eltern projiziert wird, das ist eine harte Erfahrung. Also auch die kenne ich. Also wenn du dann schon mal ja das Gefühl hast, von deiner Mutter abgelehnt worden zu sein und es passiert dir dann in diesem Prozess ein zweites oder drittes Mal, das ist harter Tobak, da muss man auch erstmal mit klarkommen und deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, sich vorher gut darauf vorzubereiten. Ja. Also ich kann niemandem empfehlen, da ins kalte Wasser zu springen und einfach mal loszulaufen, weil man da gut vorbereitet sein muss auf alles Mögliche, was passieren kann. Nicht nur inhaltlich und in Bezug auf die Idee, was könnte passieren, sondern vor allem emotional. Aber wenn es gut läuft, also das jetzt haben wir den eher negativen Aspekt betrachtet, aber wenn es gut läuft, was kommt dann? Wenn es gut läuft, wird das Bild von sich selbst, von mir selbst viel vollständiger. Also ich habe Halbgeschwister kennengelernt und habe, als ich meinen Bruder kennengelernt habe, den einen von beiden, mit dem sofort im ersten Moment quasi eine Verbindung hergestellt, wo ich mich nicht erinnern kann, dass ich das in der ersten Erfahrung mit irgendwem sonst mal gehabt hätte. So ein Gefühl von, das ist nicht einfach nur ein netter Mensch, mit dem man sich jetzt mal gut unterhalten kann, sondern da war sofort ein Gefühl von, da ist noch irgendwas anderes. Und das kann ich bis heute nicht wirklich greifen. Aber ich glaube, es war auf beiden Seiten so. Wir gehen heute ganz normal miteinander um, wir sind auch immer noch in Kontakt. Das war trotzdem ein ganz besonderes Erlebnis. Und das ist halt eine Art von Erlebnis, die man, wenn man adoptiert ist, vielleicht sogar als Einzelkind aufgewachsen, so ist das bei mir. Ich hatte das nie. Wie ist das eigentlich mit Geschwistern? Ich habe immer noch nicht das Wissen, wie ist das mit Geschwistern aufzuwachsen. Aber ich habe jetzt ein Gefühl dafür, ach guck mal, da sind Menschen, das sind, obwohl es nur Halbgeschwister sind, das sind Geschwister. Ach, guck mal, das ist ja was ganz Neues. Ja. Also es gibt so viele neue Horizonte, die sich plötzlich eröffnen, so viele neue Perspektiven und Erfahrungen, die man machen kann. Insbesondere natürlich dann, auch das ist bei mir so, wenn man vielleicht international adoptiert ist oder Wurzeln auch noch in einem anderen Kulturkreis hat. Weil man natürlich dann plötzlich eine Verbindung bekommt zu einem Umfeld, das einem eigentlich bislang vollkommen unbekannt ist. Ja. Ich hatte mal einen Klienten, der hat seinen Vater sozusagen kennengelernt, als er gerade begraben wurde, also nicht wirklich kennengelernt. Ne? Und da hat er seine ganzen 5 oder 6 Geschwister kennengelernt. Und der ist dann mit denen gemeinsam nach Korea, wo der Vater herkam, und haben dann die Wurzeln gesucht. Und er hat gemeint, es war wie das größte Abenteuer seines Lebens, was er da gemacht hat. Genau. Und das für alle, weil die kannten den fast alle nicht, diesen Vater. Genau. Ja? Genau, und das sind halt so wirklich prägende Erlebnisse, die auf so einer Ebene passieren. Also man kann tolle Urlaube machen und man kann besondere Dinge erleben und weiß ich nicht, man kann sich mit Geld bestimmt auch viel kaufen, aber das sind so prägende zwischenmenschliche Erlebnisse, die haben eine ganz andere Qualität. Ja, genau. Und alles, was so prägt, ne, das gibt dann auch einen Entwicklungsschub, ne, würde ich mal sagen. Man verändert sich dadurch. Genau. Ja. Also ich habe immer das Bild von so einem Puzzle. Wir sind alle irgendwie aus ganz vielen Puzzleteilen zusammengesetzt. Und bei Adoptierten ist es, gerade weil in der Historie Inkognito-Adoptionen stattgefunden haben, ganz viel oder eben auch Auslandsadoptionen, wo man sowieso nicht mehr gut hinterherkommt mit Informationsbeschaffung und weil das System es auch immer noch heute sehr schwierig macht, an Informationen zu kommen. Also da könnte ich jetzt auch noch mal eine ganze Weile drüber reden, aber das brauchen wir jetzt nicht. Es ist einfach so, dass viele Puzzleteile fehlen.
Bei dem einen ein paar mehr als bei dem anderen, aber es fehlen einfach welche. Und jedes Puzzleteil, das man sich zusammenklamüsern kann, und dazu gehört auch, wenn dann vielleicht dieser Vater verstorben ist, ist es trotzdem ein Puzzleteil. Man weiß, aha, das war der Name, das war der Mensch, da und da liegt er begraben, das ist der Grabstein. Ich kenne vielleicht ein paar aus seinem Umfeld, die haben mir was über ihn erzählt. Oder in dem Fall, ich habe sogar Kinder von ihm kennengelernt, Halbgeschwister oder Geschwister. Das macht alles mein eigenes Puzzle vollständiger. Ja, das Bild wird vollständiger wieder. Ja. Genau, und jedes Puzzleteil hilft mir auch als Mensch, ganzer da zu sein. Also, es lohnt sich, ne? Absolut. Es lohnt sich, ja. Wow.